Ich habe 2019 mit dem Gedanken gespielt, das erste Mal, nachdem ich alle möglichen anderen Gegenstände meiner Umwelt aufs Genaueste versucht habe zu erforschen, das Gleiche auf mich selbst anzuwenden, auf meine DNA und meinen Gencode, also die Informationen, die man über mich bekommen kann. Das habe ich dann in 25 Blöcken, 25 Blätter als NFT rausgebracht, um mich sozusagen in der Welt zu verteilen und auch um ein bisschen rauszufinden, wie da so der Markt funktioniert. Was man ganz deutlich sieht und was für mich eine sehr prägnante Entdeckung war, dass ganz wenig die DNA eigentlich diese Abweichungen sind, die einen selbst ausmachen. 99,9% teilen wir uns alle dieser DNA. Und man sieht hier nur an ganz wenigen Stellen, wo die Buchstaben dick gedruckt sind, dass das diese Abweichungen sind, die mich zu mir machen und den Unterschied zu den anderen, der marginal gering ist. Ja, das ist ja wirklich so dafür gedacht, dass man hier lang läuft und sich quasi selbst verliert in diesem Bild und Abbild und ob jetzt nun diese Energie oder dieses Licht sozusagen an oder aus ist und man sich selbst irgendwie immer wieder vergewissern muss, wo der eigene Standpunkt sich befindet und das eigene Bild, was man erzeugt von der Reflexion oder dem Abbild dieser Gegenstände. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir das hier geschafft haben, nun doch anzubringen. Das war ein langer Weg, bis ich es mal geschafft habe, diese Mobiles tatsächlich in die Wirklichkeit umzusetzen. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach, weil sich das wirklich, ich werde immer gefragt, wie viel Toleranz das hat eine Nulltoleranz. Das heißt, wenn man hier 1 Gramm zu viel oder zu wenig hat, würde das ganze System in sich zusammenstürzen. Und das spielt natürlich mit dieser Balance und gleichzeitig mit dieser gravitativen Kraft, die halt nach unten zieht. Und natürlich ist für alle, glaube ich, ein Stein auch mit einer gewissen Symbolik verbunden, die uns allen relativ ähnlich ist. Das zieht sich auch durch, sozusagen, durch alle Mythologien und alle Glaubensrichtungen dieser Erde, dass dieser Stein immer wieder hervorkommt. Und natürlich hier über unseren Köpfen schwebt, ein bisschen wie Meteoriten oder wie eine potenzielle Gefahr, aber gleichzeitig befindet sich das natürlich in dieser total harmonischen Balance, dadurch, dass das eben genau aufeinander austariert ist. Es ist ganz viel Computerarbeit dahinter, die man nicht sieht, wie bei den meisten Arbeiten. Ja. Genau, die Tür ist eine ältere Arbeit, die ich aber sehr gern mag. Das war eine Serie, die ich mal gemacht habe vor einigen Jahren, wo auch eben diese Symbolik dieser Tür, die so einer logarithmischen Spirale folgt und sich somit quasi öffnet und gleichzeitig schließt. Also einen Weg eröffnet und einen Weg gleichzeitig verschließt. Sehr schön auch mit den Schatten jetzt, finde ich. Das klappt ganz gut. Das knüpft quasi unmittelbar an diese DNA-Geschichte ran, war der Vorgänger der DNA-Geschichte. Da habe ich eben zuerst nicht mich selbst, also den Gegenstand meiner menschlichen Körperlichkeit, sondern das gleiche Prinzip habe ich auf diesen Stein zuerst angewendet und habe versucht, sozusagen so viel über diesen Stein zu erfahren, der in meinen Arbeiten explizit auch dieser ganz oft vorkommt. Es handelte sich um einen gefundenen Findling, den ich dann eingescannt habe, und diese topografischen Daten, die man daraus bekommt, hängen hier in diesem Raum von links nach rechts folgend, sodass man jeden Punkt dieses Steines quasi wieder bestimmen könnte. Der Steinblock wurde herausgesucht, nachdem wir einen Dünnschliff gemacht haben von diesem Feldfindling, um ungefähr rauszubekommen, wo dieser Stein ursprünglich hätte herkommen können, wie die mineralische Zusammensetzung ist, die chemische Zusammensetzung ist. Und das Ganze wurde dann eben in diesen aus Norwegen hergebrachten Steinblock mit einem Roboter gefräst und dieser Fräsvorgang von mir gestoppt, sodass es sich halb noch quasi in dieser, ich sag mal, informativen, digitalen Welt befindet und dann aber schon wieder quasi zu diesem Objekt Stein wird, das wir halt benennen können und womit wir was anfangen können. In diesen restlichen Boxen befindet sich die Restinformation, denn es wird immer so viel aufgehängt, wie der Raum sozusagen Platz gibt. Ja, noch so ein kleiner humoristischer Punkt am Rande. Erscheint erstmal ganz normal wie eine gewöhnliche Melone,
auf den zweiten Blick merkt man, dass diese typischen Wachstumsstreifen statt vertikal horizontal verlaufen, als wenn sozusagen die gegebenen Naturkräfte sich plötzlich komplett anders verhalten würden und so auch eine andere Möglichkeit einer normalen Alltagswelt existieren würde. Bei The Sun war es mir auch wichtig, dass in diese Abdeckung mit diesen Leuchtstoffröhren zu zeigen, weil es natürlich auch irgendwie sowas von Energie hat und eben an so eine Sonne anmutet. Das ist einfach auch nur wie so eine Momentaufnahme, als wenn alle gravitativen Kräfte sich plötzlich für einen Bruchteil der Sekunde umgekehrt hätten. Genau, also hier diese Wachstumsstreifen, ne, davon haben wir gesprochen. Das ist halt mit Airbrush nachgeahmt worden. Ist halt wirklich so ein ganz humoristischer Link zur Frage der Naturkräfte und der Dinge, so wie sie sich auf der Welt normalerweise verhalten oder eben auch nicht. Ja, hier freue ich mich sehr, dass wir mehrere Arbeiten eigentlich verbinden können. Ganz neue, ganz alte. Hier dieses Doppelporträt, ich meine von 2001 oder 2000, also ganz am Anfang meiner, ich sag jetzt mal, halbwegs professionellen Künstlerkarriere. Da war ich aber noch Studentin. Für mich aber eine ganz wichtige Schlüsselarbeit, die ich auch immer wieder gerne zeige, weil die so das erste Moment festhält, wo ich mich so anfange, mit dieser Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich was und wie verorte ich mich und warum bin ich und die anderen sind die anderen. Und gibt es auch andere Möglichkeiten oder gibt es auch zeitliche andere existierende Möglichkeiten von mir selbst, die aber parallel irgendwie die ganze Zeit existieren und sich wieder zerstören. Und das eben im direkten Zusammenhang mit dieser Arbeit der zwei Nissans da vorne, die jetzt plötzlich so vollkommen aus der Zeit gefallen zu sein scheinen, die ich aber sehr viele Jahre gefahren habe. Also das eine hat mein Freund gefahren, das andere habe ich gefahren. Und dort wurde jede Delle, jede Schramme über sehr viele Jahre immer parallel, aber gespiegelt in beide Autos kopiert, sodass es quasi wie zwei Momentaufnahmen sind eigentlich oder so eine ewige Wiederholung von Ereignissen, eigentlich viel mehr als Objekte. Die Arbeit wird ja hoffentlich jetzt ein bisschen länger hier stehen. Da geht es eben auch, wie auch bei dem Stein vorhin schon, was ich erklärt habe, es geht um so eine Befragung, wann eigentlich ein Objekt wird, wann es anfängt, wie wir es nennen, wann wir anfangen, dafür andere Wörter zu benutzen, ob es eine soziale Funktion hat, ein Gebrauchsgegenstand ist, bis hin zu einer rein mathematischen Idee eines Korpus, der immer das Volumen beibehält. Draußen sehen wir noch eine ganz neue Arbeit, wo ich mich auch sehr freue, dass die jetzt hier auf dem Hof Platz gefunden hat und vielleicht sogar hoffentlich bleibt. Das ist so eine ironische Auseinandersetzung mit unserem Platz auf der Welt und unserem Bedürfnis, uns irgendwie zu erheben und über die anderen zu regieren oder diese Welt vermeintlich zu beherrschen. Aber eigentlich mit der aussichtslosen Mission, dass es halt doch kein Erlangen nach oben gibt. Und schlussendlich haben wir hier die große Arbeit, die jetzt auch das erste Mal in Europa überhaupt zu sehen ist. Die war bis jetzt nur in Boston mal zu sehen im Museum, die sich auch wiederum auseinandersetzt mit der Möglichkeit der Beschreibung dieser Welt, also mit Buchstaben, mit Zahlen, mit Aneinanderreihung von Möglichkeiten, aber halt in diesem orbitalen, quasi fallenden und sich gleichzeitig aufbauenden System. Hinzu kommen diese Bäume, mit denen ich versucht habe, so ein bisschen den Innen- und Außenraum zu verbinden, der hier sehr einladend quasi diesen Park eröffnet oder verlängert oder quasi Teil dieser Außenumwelt wird. In diesen Bäumen findet man immer wieder gefräste Alltagsgegenstände, die auch dreidimensional eingescannt worden sind und dann am Computer zusammengebracht worden sind, um dann auch eben von einem CNC-Roboter gefräst zu werden, der sich dann den effizientesten Weg sucht, um eben diesen Gegenstand aus diesem Baumstamm hervorzubringen, bis hin zu diesem Objekt, wo dieser Baum quasi vollkommen entfällt und nur noch durch diese Jahresringe zu erkennen ist. Auch immer hier halt eben diese Frage, diese Verortung, wann ein Objekt wird und wann es einen Namen bekommt und wie wir es benutzen und dann plötzlich eben diese Separation entsteht zwischen dem Baum und dem Gegenstand, obwohl sozusagen das Material das gleiche ist. Genau, also hier die neue Arbeit hier wirklich wahnsinnig schön auf diesen fast schon zu perfekten symbiotischen Hof sehr gut passt. Das sind alles so Alltagsstühle, die ich irgendwie in meiner Umgebung hatte, die in Bronze abgegossen sind und eben einer auf den anderen, ne, wie so ein Totempfeil oder wie so ein Turm zu Babel, versuchen sozusagen in den Himmel zu ragen, in dieser aussichtslosen Mission sich sozusagen über diese Erde zu erheben. Dann eben die Autos, wie gesagt, war lange ein Alltagsbegleiter von mir. Ich habe den Rechtslenker gefahren, was immer zu sehr viel
sozusagen lustigen Situationen beigetragen hat. Das Ganze war immer eigentlich auch mit einer Performance gekoppelt. Das heißt, ich bin ein Auto vorgefahren, bin an bestimmten Tankstellen stehen geblieben oder habe was gegessen, habe den anderen Fahrer, der mir folgte, das Ganze durchgegeben, der genau das Gleiche dann essen musste, genauso viel tanken, um sozusagen nicht so sehr diesen Gegenstand, sondern vielmehr um so einen Moment zu doppeln und immer wieder zu wiederholen in so einer Endlosschleife. Deswegen findet man hier auch so ein bisschen Abfall, eine Trinkflasche, Papiertüte, Dinge, die halt eben auf dieser letzten Fahrt sozusagen noch zu sich genommen worden sind. Genau, hier die Arbeit war quasi die allererste Idee, die ich hatte, als ich diese heiligen Hallen betreten durfte. Eine sehr humoristische Anekdote quasi zum Thema des menschlichen Körpers. Selbstporträt als Geist, also man sieht quasi keinen Körper mehr, sondern eben quasi wie eine Art Gespenst, wenn man so möchte. Ganz einfache Herangehensweise, ich habe das dreidimensional scannen lassen, auch wieder, also mich mit einem großen Stück Stoff bedeckt und das Ganze dreidimensional einscannen lassen, um es dann wieder in der Originalgröße aus Bronze zu reproduzieren. Das bin tatsächlich ich, barfuß natürlich, mit eben diesem Laken drauf. Warum mir das als erstes kam, ist natürlich, dass man sich halt in diesen Hallen hier befindet, wo man halt immer wieder diesen menschlichen Körper sieht, der in allen seinen sozusagen Leiden und in seinem Wesen überstilisiert immer wieder dargestellt wird, eben vom Lehmbruck. Und das so als kleines sozusagen Kommentar, als kleine huldvolle Provokation gegenüber all dieser Weiblichkeit und Männlichkeit und all dem Körperlichen und Leidenden und Zeigenden, was wir sonst hier in der Halle sehen.